willkommen in der Notenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, ihr habt es am Intro erraten und wahrscheinlich an den vielen französischen und schwedischen Düsenjägern da auf meinem Regal. Wir sprechen heute über das vielleicht europäischste Düsenflugzeug überhaupt, ganz einfach, weil es das Europa auch in seinen Namen hat. Wir sprechen über das Cobiset 5843, den Eurofighter Typhoon FGR4 im Maßstab 1:48, 577 Steinchen in der Sonderlackierung der Royal Air Force aus Großbritannien, und das finde ich sehr ironisch, denn so richtig Bock auf Europa haben die Großbritannier ja nicht mehr seit diesem Brexit. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Egal, was es mit dieser Lackierung auf sich hat, klären wir heute noch im Verlauf des Videos. Bleibt also dran, aber landet mit mir jetzt erstmal hier euren Düsenjäger auf meinen Bautisch, denn wir schauen uns den Kartoninhalt jetzt einmal genauer an. Ja Freunde, da haben wir unseren Delta-Flüger oder fast Delta-Flüger auf dem Bautisch liegen, hier unseren bunten Vogel in der Lackierung der Royal Air Force. Ich habe es euch gesagt, bleibt bis zum Schluss dran, dann klären wir das. Natürlich, weil moderner Jäger aus der Armed Forces Serie hier bei Kobi angesiedelt, die 577 Steinchen des Eurofighters Typhoon FGR4. Ich bin gespannt auf dieses Set, ganz ehrlich Freunde, ich hätte mir vor einer Saab oder der 5. Mirage schon viel eher einen Eurofighter bei Kobi gewünscht. Deswegen bin ich heiß wie Frittenfett auf dieses Set. Quasi ist mein Nachbrenner schon gezündet. Was auch für dieses Set hier spricht, denn da sehen wir hier ein bisschen Flammenausstoß und wir haben schöne dynamische Morgenröte oder Abendrot hier als Kartondesign. Schauen wir uns die Rückseite an, denn da fängt es leider an schlecht zu werden schon. Ihr seht, der Karton hat hier eine Delle. Das Paket kam leider sehr zerdellt und halb aufgerissen hier bei mir an. Ich bin ganz froh, dass die beigelegte Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika, die ist ja, ihr konntet ja Flaggen dazu bestellen, NATO glaube ich und EU und so weiter. Ich habe die der USA genommen, dass die nicht rausgeflogen ist. Ich bin da nicht Riesenfan dieser UPS-Leute, aber hier beim Transport ist halt sehr etwas zerdellt. Egal, das Set da drin sollte eigentlich nicht gelitten haben. Hier haben wir das Originalfoto, die Vorlage. Fakten bekommt ihr gleich. Das Set wird 34,5 cm lang, 11, und jetzt kann ich es mit der Delle gar nicht sehen, 3 cm hoch. Ihr seht, wir können die Klappe aufmachen. Ich glaube, wir haben hier leider wieder nur so eine halbe Minifigur. Das klären wir. Aber, und noch ganz wichtig, ist die Spannweite. Die liegt nämlich hier bei 24 cm. So, ich reg mich jetzt nicht mehr auf wegen den zerbeulten Karton, denn er wird jetzt aufgerissen. Freunde, wir schauen mal, was uns Kobi hier in diesen Karton gepackt hat. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch geworfen und Freunde, es schimpfen ja gerade alles, was einen Rang und Namen hat, irgendwie über unsere Regierung, die ja aus den Grünen besteht. Aber Freunde, wenn ich hier eine große Tüte sehe, die 2 und eine große Tüte sehe, die 1, verstehe ich nicht, warum es dann eine kleine Tüte gibt mit 2 1x1er Bricks in Oliv. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat man gemerkt, da fehlt was in der Charge, aber trotzdem, wir wissen, Kobi und seine Umverpackungen sehr, sehr plastikreich und da schlägt bei mir auch mein grünes Gewissen durch. Das finde ich mit Verlaub, ich darf es nicht sagen, sonst schimpft YouTube. Ihr wisst, was ich meine. Also Tüte 1, Tüte 2 und Tüte liegt bei. Anleitung schön gedrückt auf umweltfreundlichem Papier bzw. mit umweltfreundlichem Verfahren, DIN A4, Klammer gebunden. Alles am Flugzeug ist bedruckt, Pad printed und die Anleitung wurde auch in der EU gedruckt. Hier leider schwarz, schlicht, nicht mehr so einen schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Das ist aber typisch Kobi, dass sie halt das Hintergrundbild wegnimmt für die Anleitungen. Wir bauen wie folgt. Wir greifen an, hier mit unserer Tüte 1. Die reiße ich trotzdem mit auf. Und dann legen wir uns die Steinchen hier auf den Bautisch und klemmen drauf los. Alles, was in Tüte 1 ist, ihr werdet gleich sehen, ich werde viel aufschneiden müssen, die vielen Tüten. Ich weiß, das geht jetzt nicht mehr weg. Vielleicht liegt es daran, dass so viele grüne Steinchen in diesem Flugzeug sind, dass ich diesen Umweltgedanken hier mal wieder rausklopfe. Egal, der erste Bauschritt, hier ist der farbige. Wir legen alles auf unseren Tisch. Hier ist dieser Schritt, der da war, schon wieder ausgeblichen und alles, was wir dann als Step bauen, ist farbig. Pfeile weisen uns den Weg. In diesem abgerundeten Rechteck sehen wir die Steine, die wir brauchen. Wir haben ganz oft Anlegehilfen oder hier Erklärungen, dass wir hier diese berühmten Bügelperlen oder Extranoppen aufbauen. Und hier haben wir sogar
eine dieser berühmten Legenden auch für einen 1x2er Stein bzw. einer Flat-Tile, einer flachen Fliese. Da Kobi keine Seitenzahlen hat, kann ich euch sagen, dass wir mit dem Baustep 71 fertig sind, wenn wir den Stand für unseren Eurofighter bauen. Auf den letzten Seiten dann immer die Teileübersicht, wenn euch Steine fehlen. Ich glaube nicht, weil Kobi hat da extra welche beigelegt. Dann könnt ihr die nämlich hier bei der Service-Seite gleich monieren. Und es gibt auch immer ein bisschen Werbung. Hier auch schöne europäische Flugzeuge. Habe ich euch alle noch nicht vorgestellt. Aber einige Sets, die ihr hier seht, auch noch nicht. Trotzdem werden die demnächst in dieser Liste erscheinen. Und das ist schon der erste Punkt, Freunde. Wir kriegen ja 4 Eurofighter. Den der Royal Air Force bauen wir gerade. Hier die der österreichischen Luftstreitkräfte, der Bundeswehr und der italienischen Armee bzw. Luftwaffe. Freunde, soll ich euch die alle vorstellen? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ihr habt auch jetzt gerade Zeit dazu, denn jetzt kommen die Fakten. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten zum Eurofighter. Mir viel Spaß beim Klemmen und Plastiktüten schneiden. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich alle bauen soll. So, jetzt aber Faktenzeit und für mich Klemmzeit. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Eurofighter in der Nutzungsvariante der Royal Air Force. Der Eurofighter Typhoon FGR-4 ist das stolze Rückgrat der Royal Air Force des Vereinigten Königreiches, kurzum Großbritanniens, und steht als vielseitiges Mehrzweck-Kampfflugzeug an vorderster Front dessen Luftverteidigung. Mit seiner beeindruckenden Leistung, modernster Technologie und einer furchteinflößenden Bewaffnung bietet der Typhoon eine unübertroffene Luftüberlegenheit und kann in unterschiedlichsten Einsatzszenarien eingesetzt werden. Die Entstehung des Eurofighters begann in den späten 1970er Jahren als ein gemeinsames Projekt zwischen Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien. Ziel war es, ein modernes Kampfflugzeug zu entwickeln, das die veralteten Modelle der damaligen Zeit ersetzen sollte. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung wurde der Eurofighter Typhoon 2003 in Dienst gestellt. Der Eurofighter FGR-4 wird von 2 leistungsstarken Eurojet EJ200 Turbofan-Triebwerken angetrieben, die eine beeindruckende Schubkraft von jeweils etwa 20.000 IBS erzeugen. IBS ist ein angloamerikanisches Maßeinheitthema, wenn es um die Kraft geht. Diese enormen Triebwerke ermöglichen es, den Typhoon Geschwindigkeiten von Mach 2 zu erreichen und in Höhen von über 55.000 Fuß zu operieren. Die Höchstgeschwindigkeit und die hohe Flughöhe sind entscheidende Faktoren, um den Feind entgegenzutreten und sich im Bedarfsfall aus brenzlichen Situationen zu befreien. Der Eurofighter Typhoon FGR-4 ist mit modernster Avionik ausgestattet, die eine überragende Situationsbewusstsein ermöglicht. Das innovative Echtzeit-Datenlinksystem vernetzt den Typhoon mit anderen Kampfflugzeugen und Bodenstationen, um taktische Informationen in Sekundenschnelle auszutauschen. Ein fortschrittliches Radar, kombiniert mit Infrarot-Such- und Nachtsichtsystemen, gewährleistet eine überlegene Luft-Luft- und Luft-Boden-Erkennungsfähigkeit. Die Cockpit-Elektronik ist zudem benutzerfreundlich gestaltet, um dem Piloten eine intuitive Bedienung zu ermöglichen. Der Eurofighter Typhoon FGR-4 ist ein wahrer Jäger und trägt eine beeindruckende Waffenlast. Er kann eine breite Palette von Luft- und Luft-Boden-Munition tragen, darunter Luft-Luft-Raketen wie die AIM-120 MRAM oder die IRST und die präzisionsgelenkten Bomben wie die Payway. Diese Fähigkeiten ermöglichen es den Typhoon, feindliche Flugzeuge abzufangen und Bodenziele mit Präzision zu treffen. Die Royal Air Force setzt den Eurofighter Typhoon FGR-4 in verschiedensten Rollen ein, darunter die Luftraumverteidigung, offensive Luftunterstützung und Aufklärung. In internationalen Übungen und Einsätzen hat sich der Typhoon als äußerst wendiges und zuverlässiges Kampfflugzeug erwiesen, das in der Lage ist, selbst anspruchsvollste Missionen erfolgreich zu absolvieren. Seine Erfolgsbilanz zeichnet sich durch eine beeindruckende Anzahl abgeschossener Luftziele und erfolgreicher Zerstöreraktionen aus. Der Eurofighter Typhoon
FGR-4 ist zweifellos ein herausragendes Kampfflugzeug, das die Royal Air Force stolz in ihren Reihen führt. Mit seiner beeindruckenden Leistung, fortschrittlichen Technologien und der vielseitigen Bewaffnung steht der Taifun an vorderster Front der modernen Luftkriegsführung und trägt maßgeblich zur Sicherheit des britischen Luftraums und der internationalen Friedensmissionen bei. Der Taifun ist ein echtes Meisterwerk der Ingenieurskunst und eine beeindruckende Manifestation der Zusammenarbeit zwischen europäischen Nationen im Bereich der Luftfahrttechnik. Ja, Freunde, dies waren ein paar Fakten zum Eurofighter. Ich habe euch die Webseite der Royal Air Force rund um den Taifun unten in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Webseite war eine meiner maßlichen Quellen hier für diesen Text. Freunde, das waren die Fakten. Jetzt geht's zum Review. Jetzt schauen wir uns mal das an, was Kobi hier aus dem Taifun gezaubert hat, beziehungsweise was Kobi hier gezaubert hat, um einen Taifun darzustellen. Freunde, euch viel Spaß beim Review des Kobi-Sets 5843. Nach einer Stunde und roundabout 30 Minuten steht er da auf unserem neuen Transclear Stand, der Eurofighter Taifun FGR-4 aus dem Hause Kobi, die 5843 577 Steinchen. Steinchen ist das Stichwort, fangen wir damit an, denn wir haben ein paar über. Wir haben hier eine ganze Tüte an Steinchen über. Sogar hier so ein schwarzes, ich nenne es Rohrstück. Eigentlich der Brick Applicator bzw. für die Noppen zum Aufstecken. So kann man es auch, Noppen-Applicator, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Den Aufnopper sagen auch manche. Der ist eigentlich rot. Und das schwarze Stück hier soll eigentlich in die Spitze verbaut werden. Aber da ich das schwarze vielleicht noch für andere Projekte brauchen könnte, habe ich mir gedacht, stecke ich doch einfach hier das rote in die Spitze. Da ist das rote. Warum nicht einen schönen schwarzen Stein sich hier sichern, der sonst versteckt wäre in dieser weißen Nase? Finde ich doch besser. Oder Freunde, was meint ihr? Anleitung kann ich nicht drüber meckern, alles gut. Das Einzige, was zu meckern ist, dass wir wieder so einen kleinen Krüppelpiloten haben, nenne ich es mal, so ein kleines Figürchen, das eigentlich kein Figürchen ist, das gefällt mir nicht. Holen wir mal das Flugzeug hierher in unserer Sonderlackierung, unseren britischen Taifun, den Eurofighter. Fangen wir mal wirklich an hier mit dem Stand, der jetzt hier Transclear ist. Finde ich ganz cool eigentlich. Wobei, ja, eigentlich ist so eine Sache, man sieht halt jeden Kram drauf. Hier wieder ein Härchen, finde ich, ja. Es ist halt ein Formteil und wenn man mal guckt, könnte es halt auch aussehen wie die Hälfte eines Kleiderbügels oder der Umrührstab eines Raststätten-Kaffees. Also, ja, schwarz ist dann doch irgendwie edler. Oder alle sind Transclear, ach, ich weiß nicht. Viel wichtiger ist eigentlich, dass wir hier hinten keine Noppe haben und somit das Ding immer wegbrechen kann und dass wir wieder keine Minifigur haben und wieder keine Noppe drauf. Aber das sage ich immer wieder. Wenn ihr schon mal Kobi-Videos von mir gesehen habt, dann hängt euch das wahrscheinlich zum Halse raus. Hier unser schönes bedrucktes Typenschild, das gefällt mir, finde ich cool. Maßstab 1:48 geschenkt und der Stand ist sonst hier in dieser kleinen ovalen Form. Kennen wir. Was ich cool finde an diesem Flieger, ich nenne es jetzt einfach mal salopp Fliegerchen, ist, dass wir Weißbandreifen haben. Seht ihr hier unten, gefällt mir, wir haben Radkappen auf dem Fahrwerk. Richtig nice. Aber Freunde, das Flugzeug hat einige Schwächen, die ich ein bisschen gruselig finde. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich zeige es euch erstmal optisch hier. Wir haben dieses schöne RAF-Farbmuster der 30er, 40er Jahre. Ihr kennt es. Das, ja, besprechen wir gleich noch. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben hier vorne unsere Flügel. Wir haben diese Lufteinlässe, typisch Eurofighter. Wir haben viele, viele Drucke, nämlich einmal die Cockpithaube hier an der Seite, das Seitenleitwerk noch. Wir haben die britischen Korkaden, das Hoheitsabzeichen. Und wir haben hier so 3 weiße Streifen am Cockpit noch bedruckt. Was richtig cool ist an diesem Flugzeug ist, dass wir von unten hier fast alles zugefliest haben. Ob mit Slopes oder mit Fliesen, diesen flachen Fliesen oder wie gesagt den Slopes. Und dass wir hier eine Menge Platz noch haben für Zusatz, ja, Tanks, Waffen. Also wir haben eine ganze Menge Platz. Bisschen schade ist, dass diese C-Clamps hier frei rumhängen für nichts. Aber wenn man sich mal die anderen Eurofighter anschaut, die es geben wird, ich hole jetzt mal wieder die Anleitung her, haben wir ja auf der letzten Seite gesehen, da sieht man zum Beispiel
beim deutschen Eurofighter, dass da an der Seite in diesen C-Claims Bewaffnung steckt. Und das lässt darauf hoffen, dass wir hier auch einfach was anklemmen können. Nicht können, sollten vielleicht sogar, wenn wir was über haben. Ich habe von einigen Sets was über, deswegen werde ich dieses Flugzeug später noch in meiner Sammlung aufmunitionieren. Sonst haben wir hier ein paar Noppen über, nicht weiter schlimm. Ich finde es cool, dass wir es wirklich hier fast clean haben. Was ich auch cool finde, ist, dass wir hier jetzt so eine Art 2x3er auf Nopp-Teil, ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll, haben für den Stand. Ihr habt es beim Bau gesehen, es ist ein 2x3er Plate mit einer Erhöhung, wo halt 1x2, wo halt dann dieses Loch drin ist für den Stand, das wir hier draufstecken. Also kleiner, somit kann man auch kleiner, filigraner bauen, finde ich gut. Was ich blöd finde, ist die Bautechnik dieses Lufteinlasses hier, denn wir haben hier Hinges, aber immer nur da und dann da und da nicht mehr. Und wir müssen hier drinnen an diese offenen Break Modified dann diesen Lüftungskanal klemmen und irgendwie sieht er trotzdem krumm und schief aus. Das gefällt mir nicht so richtig, obwohl ich hier eigentlich alles an beiden genoppt habe. Ihr habt es vielleicht gesehen, hier sind diese schwarzen Bricks Modified, die offen sind mit diesen Stäbchen. Müsst ihr einfach mal zurückspulen, vielleicht beim Speedbuild oder ich versuche es euch mal rauszusuchen, hier in der Anleitung. Das ist irgendwie so ein bisschen gefrickelt, das gefällt mir gar nicht. Hier, die meine ich, da hängen dann diese Hinges, ne, diese 1x2er pro Seite, nur einer dann dran und das gefällt mir gar nicht. Seht halt hier, da haben wir halt dann hier diese Lücken. Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie, wie gesagt, sieht es schief aus. Einmal habe ich mich verbaut. Ich habe irgendwo eine 1x2er in diesem Brauton hier drinne versteckt und dafür meine grüne übergehabt. Finde ich, fällt aber gar nicht auf durch dieses Tarnmuster. Kommen wir zu einem weiteren Schwachpunkt. Hier hinten eigentlich cool, dass wir Metallic-Teile haben für die Triebwerke, aber es sieht ein bisschen aus, als hätte Thorsten von Johnny's World mit seinen Metallic-Stiften an diesem Set gearbeitet. Er hat mal so Metallic-Stifte vorgestellt, denn man sieht hier hinten immer solche Ablasspunkte oder Abgusspunkte. Wenn ihr mit einem Edding wirklich mal irgendwo viel Lack auftragt und dann, ne, da wo ihr angefangen habt mit einem frischen Stift, hat man auch immer so eine Art solche Verlaufnasen und das finde ich ein bisschen blöd. Ich weiß, Metallic-Steine ist immer so ein Thema, aber das sieht irgendwie doof aus, Freunde. Guck mal, rundherum. Ich habe geunkt, ich habe das Flugzeug gebaut auf dem Discord, im Talk, dass vielleicht Kurbi wirklich die Dinger von Hand bemalen lassen hat. Das finde ich ein bisschen schade. Schade ist falsches Ausdruck. Ich finde, es sieht hässlich aus, ne, weil es wirklich bemalt aussieht. Und ich weiß, es gibt Leute da draußen, die bemalen gerne ihre Sets, Panzer, Flugzeuge, wie auch immer, damit sie die Lackierung bekommen, die sie wollen. Aber beim gekauften Set finde ich es blöd. Sonst schön hier unsere Klappen. Das gefällt mir ganz cool halt. Ich habe es euch gesagt, diese Weißbandreifen hier. Wir können halt das Fahrwerk einfach auch rausziehen, hier abnoppen, da ziehen wir es raus und schon können wir unser Flugzeug fliegend auf den Stand packen. Aber ich finde irgendwie, ja, das sind Teile und ich baue halt gerne viele Klemmbausteine an so Sets und dann baue ich die halt auch an. Auch wenn es so ein bisschen so aussieht, als wenn der Eurofighter ein bisschen hochnäsig wäre, weil, ne, so. Aber das gehört sich wahrscheinlich so, ist nicht weiter schlimm. Schöne Drucke, habe ich euch gesagt, schöne Sonderlackierung. Da hört ihr gleich noch was zu. Macht euch gleich bei den Detailfotos euer eigenes Bild, denn die gibt es jetzt gleich und dann gibt es auch die Geschichte, warum dieses Set, diese Lackierung, diese Kennung hat. Und ich würde sagen, dann hören wir uns zum Abschluss noch einmal und schauen uns in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle dürft ihr euch selber ein Bild machen, indem ihr euch meine Bilder anschaut. Könnt ihr überprüfen, ob der Onkel Quatsch gesagt hat oder ob ihr auch meiner Meinung seid bei der Kritik zu der Gina des Eurofighters 5843. Warum Gina? Ja, dieses Flugzeug hat ja eine Kennung GNA mit der Raute drinne der Royal Air Force. Deswegen wird dieses Flugzeug umgangssprachlich Gina genannt. Und diese Lackierung des Typhoons ZK349, das ist seine Nummer, ist eine Sonderlackierung zum Battle of the Britain Day, zum 75-jährigen Jahrestag der Luftschlacht um England.
Dieser wurde gefeiert am 15.09.2015 und erinnert an einem der erfolgreichsten Tage in der Luftschlacht um England, nämlich den 15.09.1940, als die Royal Air Force, man sagt, verschiedene Quellen, 56 bis 175 Flugzeuge der Luftwaffe, der deutschen Luftwaffe, abschoss auf den Höhepunkt des Blitz, der Tagangriffe der deutschen Luftwaffe auf London. Wie gesagt, die Quellen schwanken davon 56 bis 175 Feindmaschinen, die verloren gegangen sind. Das wurde gefeiert, ich habe es euch gesagt, am 15.09.2015, aber auch schon davor und auch etwas danach flog der Taifun mit der Nummer ZK349 durch Europa in den Farben der Royal Air Force der 1940er Jahre. Gina, warum, habe ich euch auch erklärt. Jetzt möchte ich euch aber noch kurz sagen, wo das Flugzeug herkommt. Das ist nämlich ein Flugzeug des 29. Squadrons aus Kensington bei Lincolnshire im Vereinigten Königreich. Generell wurde am Battle of the Britain Day damals eine große Luftshow veranstaltet und da flogen dann Hurricanes in den Originalfarben und dann auch diese Taifun als Hommage. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man so die Brücke geschlagen hat von damals auf heute, auch wenn dieses heute schon wieder 8 Jahre her ist. Ja, das waren meine Worte, Freunde, zur Lackierung. Ich habe euch jetzt aufgefrischt. Auf der Kobi-Seite steht nämlich gar nichts, aber jetzt habt ihr das bei mir gehört und alle anderen, die das hören, dürft ihr gerne abschreiben. So, Freunde, jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende als die Passkontrolle eines innereuropäischen Grenzwechsels. Laut Schengen eigentlich ja gar keine. Kleiner Spaß, Freunde. Das Video zum Taifun ist nun leider beendet, aber ich habe euch ja gesagt, schreibt mir in die Kommentare, soll ich euch die anderen Eurofighter von Kobi 3, sind es ja auch noch, vorstellen? Schreibt es mir bitte einfach unten in die Kommentare, ob ihr den österreichischen, den der deutschen Bundesluftwaffe oder der italienischen Luftwaffe auch hier auf dem Kanal sehen wollt. Lasst mir einfach ein bisschen Feedback da. Generell möchte ich Danke sagen, dass du diesen Kanal schaust. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen hoch da. Ich habe alles zum Eurofighter gesagt. Ich habe leider nur noch etwas, was ich hinten ranschieben muss, nämlich das Cockpit. Habt ihr bei Detailfotos gesehen, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Es ist ein schön gebautes, aber wir haben wieder unseren kleinen Krüppelpiloten mit den üblichen Problemen. Noch ein Punkt, den ich hinterher schiebe, ist nämlich der, dass ich bei meinem letzten Video, der Corsair von Kobi, angedeutet habe, dass es demnächst jetzt hier maritim weitergeht. Aber da Kobi ja gerade eine Neuigkeit nach der anderen zugestellt hat, hier per Post, wird es natürlich erstmal die Neuigkeiten von Kobi geben, bevor ich mit dieser maritimen Kobi Classic Serie weitermachen kann. Ich bitte da um euer Verständnis, denn ich möchte euch ja die neuesten Neuigkeiten von Kobi auch zeigen. Freunde, jetzt aber raus in die Welt, denn ihr seht es vielleicht, es ist warm, es ist Sommer. So ein Taifun kann schön in die Lüfte und sich abkühlen. Ich muss hier raus aus diesem Bauzimmer, denn ich habe hier große Strahler und trotz LED machen die hier ziemlich Wärme. Also Freunde, ich wünsche euch eine schöne kalte Brise, eine kühle Abkühlung, wenn ihr sie kriegen könnt, einen guten Flug, wie es sich gehört bei einem Flugzeug und dann wie immer auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.